Ich weiß nicht mehr, ob ich hier in Deutschland leben könnte. Ich kenne zwar eure Sprache, aber ich verstehe euch nicht. Meinst du nicht, dass du dich daran gewöhnen könntest? Nein. Anna, was soll denn der Blödsinn? Ich hab... Ella. Entschuldigung. Ich dachte, Anna kommt nicht wieder vor. Markus. Nicht, ich finde dich total sympathisch, aber... Also? Wo ist das Problem? Nicht. Ich hab dich unheimlich gern, weißt du was? Oh, Markus, bitte. Ach komm, das wäre bestimmt schön. Was ist denn mit Gero? Ich denke, ihr habt eine offene Beziehung. Ja, aber es... Na, siehst du? Abend, Cleo. Oh, hallo Gero. Na, wie geht's? Hast du eine Ahnung, wo Sophie steckt? Du, ich glaube, die ist oben. Die hilft Ginas Bruder beim Anrichten. Gut, dann gehe ich mal hoch. Ups. Vorsicht. Sekunde, Herr Doktor. Was gibt's? Was sagst du als Arzt zu meinen Händen? Lass mich mal sehen. Tja, die Diagnose ist eindeutig. Typische Spülhände. Du solltest in Zukunft jeden Kontakt mit Geschirrspülmittel und Wasser vermeiden. Hast du gehört? Ich kann die wieder abwaschen. Schade. Moment, das habe ich nicht gesagt. Es reicht, wenn du dir Gummihandschuhe anziehst, okay? Moment noch. Ich wollte dich noch was fragen. Sag mal, wie findest du die da? Nicht übel. Meinst du, ich habe eine Chance bei ihr? Bei den Händen? Das wird schwer werden. Ganz schwer. Aber du kannst es ja mal versuchen. Vielleicht mit Gummihandschuhen. Wir lassen das besser, okay? Wieso? Ist doch schön. Ich bin mit Gero zusammen und ich finde das eigentlich nicht gut. Lass uns diesen Kuss einfach vergessen. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Versuch's einfach. Ja. Ah, hi. Hallo. Hallo. Hi. Und? Wie findest du meine Bude? Ist doch ganz nett geworden, oder? Ach, ja. Obwohl, was habt ihr denn eigentlich gemacht? Na, hör mal. Wir haben dem Raum mit sparsamen Mitteln richtig Piff gegeben. Da und da. Ja, doch. Jetzt, wo du es sagst. So halte ich es hier eine Weile aus. Ist ja auch nur, bis ich eine richtige Wohnung habe. Weißt du, in London habe ich in den Docks gewohnt. Da hatte ich ein riesiges Loft, aber kaum was drin. Außer ein paar Stahlrohrmöbel, mein Futon, Fax und Laptop. Tja, dann ist das hier eben die neue Bescheidenheit. Du willst dir eine Wohnung suchen? Heißt das, du hast einen Job? Ja. Eigentlich sind Clarissa von Anstetten und ich uns einig. Dann lass dich mal nicht von ihr über den Tisch ziehen. Keine Sorge. Ich bin freier Mitarbeiter. Ich kann jederzeit aufstehen und gehen. Wie du meinst. Willst du schon gehen? Ja, ich muss mich zur Abwechslung auch mal um meine eigene Bude kümmern. Na dann nochmal vielen Dank für deine Hilfe. Kein Problem. Also, bis später. Ciao. Ja, okay. Bis später dann. Hallo. Hi. Du warst vorhin so schnell weg, da wollte ich mal nach dir sehen. Ich wollte ein bisschen alleine sein. Weißt du, auch wenn sie jetzt den Täter haben,
Es war ein ziemlich mieses Gefühl, als Mörder seines Vaters verdächtigt zu werden. Ja, aber jetzt wird bestimmt alles besser. Du gehörst zur Familie, deine Unschuld ist bewiesen, keiner kann dir was. Wer weiß, was als nächstes kommt. Bis jetzt ist ja auch alles schief gegangen. Kaum habe ich meinen Vater gefunden, werde ermordet, dann werde ich auch noch verdächtigt und als Erbschleicher bezeichnet. Und Tanja wird keine Ruhe geben, bis ich wieder in Indien bin. Aber was könnte sie denn schon machen? Ich weiß es nicht. Wie dem auch sei, ich fühle mich hier nicht wohl. Ich werde bald zurück nach Hause gehen. Schade. Ich dachte jetzt, wo alles geklärt ist. Ich würde mich jedenfalls freuen, wenn du hier bleibst. Und Christoph sicher auch. Kommt gut nach Hause, ihr beiden. Ja. Ja auch. Tschüss. Gut, Arno. Bis bald. Und wegen des Jobs reden wir noch. Ja, klar. Wir telefonieren. Weiß nicht, nächste Woche oder so. Ja? Ja, ich werde dann auch Bitte bleiben. Aber es ist doch schon so spät. Meinst du nicht, wir sollten miteinander Bitte reden? sehr, die Dame? Hast du das für mich bestellt? Nein. Das hat niemand bestellt. Das kommt von einem Verehrer, der gern mit dir anstoßen würde. Nette Idee. Ich komme vielleicht später darauf zurück. Na gut. Ela, ich bitte dich. Nein, ich möchte jetzt wirklich nach Hause. Wieso denn nach Hause? Ich denke, du wolltest ins Kino. Ins Kino? Ja, das habe ich total vergessen. Willst du jetzt ins Kino oder? Ja, natürlich doch. Frank übernimmt gleich, dann können wir sofort los. Ich bin jetzt schon so gespannt auf den Film. Ja, ich auch. Ja, dann gute Heimfahrt. Ja, dann will ich mal. Ela? Cleo, Tschüss, Herr Brandner. viel Spaß. Danke. Danke. Das war Rettung in letzter Sekunde. Aber woher wusstest du, dass ich... Na, ich habe doch Augen im Kopf und ziemlich gute Ohren. Du hattest keinen Bock, dass er dich nach Hause fährt. Dann müssen wir Mädels doch zusammenhalten. Es ist zu schade, dass Rajan unbedingt wieder nach Indien will. Ich hätte an ihm wieder gut machen können, was mir bei Ben nicht vergönnt war. Du hast dir nichts vorzuwerfen, Christoph. Ich find's nur tragisch, dass ihr euch nicht mehr versöhnen konntet, aber es ist nicht deine Schuld. Ich weiß. Aber ich hätte wissen müssen, dass Clarissa hinter allem steckt. Du bist genauso auf sie reingefallen wie dein Bruder. Wenn ich nur wüsste, wie wir Rajan zu bleiben bewegen können. Hi, da bin ich. Hi. Das hat aber ganz schön lange gedauert. Was habt ihr denn so lange gemacht? Gequatscht. Worüber? Oh, wir sind heute aber gar nicht neugierig, was? Man wird ja wohl mal fragen dürfen. Ist ja schon gut. Wir haben über dich geredet. Über mich? Ja, ich habe Markus von dir vorgeschwärmt. Wie toll du bist und wie gut wir uns verstehen. Mhm. Und er findet dich auch ganz toll. Echt? Mhm. Ich glaube, wir könnten Freunde werden. Ich finde ihn jedenfalls auch sehr nett. Ich habe mich lange nicht mehr so gut mit jemandem unterhalten wie mit ihm. Außer natürlich mit dir. Oh, zu freundlich. Ich kann mir schon vorstellen, dass Frauen auf ihn abfahren. Und Männer? Naja, er sieht gut aus. Findest du? Man wird ja noch mal gucken dürfen. Du musst einfach mal mit mir essen gehen. Ich muss gar nichts. Ach komm, bitte. Nein. Wie wär's denn zum Beispiel mit Spaziergang am Rhein? Schlittschuhlaufen? Disco? Frank, du verschwendest hier deine Verführungskunst. Ela ist an ganz jemand anderen interessiert. Ach so. Und dafür rede ich mir jetzt den Mund fusselig. Kann ich bitte was bestellen? Dein Part. Okay. Ich hoffe, du bist nicht sauer, dass ich das eben gesagt habe.
Aber sonst wirst du Frank nie los. Er kann ziemlich hartnäckig sein. Ist schon okay. Aber woher weißt du, dass ich... Herr Brandner. Ja. Aber wie bist du da drauf gekommen? Naja, also mit dem ganzen Hin und Her, mit dem Heimfahren da. Und außerdem geht ihr nicht besonders entspannt miteinander um. Ja, wir... Ach, du musst jetzt nicht darüber reden. Aber es irgendwann mal danach ist. Ja, danke. Aber jetzt gehe ich mal. Oh, soll ich dir um diese Uhrzeit nicht besser ein Taxi rufen? Nee, ich nehme die Bahn. Hey, wenn du willst, dann begleite ich dich zur Haltestelle. Draußen ist ein gefährliches Pflaster. Dann solltest du vielleicht besser hier drin bleiben. Hm? Ciao. Tschüss. Übrigens, ich habe noch mal über diese Idee mit dem Zusammenleben nachgedacht. Wie kommst du denn jetzt darauf? Nur so. Aha. Mhm. Und, was meinst du? Ich finde, wir sollten es einfach mal probieren. Du willst mit mir zusammenziehen? Hey, das ist ja super. Wir suchen uns sofort eine kleine Wohnung, okay? Nein, ich habe gedacht, vielleicht... pass auf, wir machen das so. Erst mal 2 Wochen auf Probe und dann gucken wir. Vielleicht hier. Hier? Ja, ist doch Platz genug. Dann könnten wir aber auch zu mir ziehen. Für 2 Wochen wäre das kein Problem. Barbara und Kathi sind sowieso die meiste Zeit auf Friedenau. Hm? Also, wenn es geht? Wann kommst du? Morgen? Einverstanden. Okay. Hi, Kathi. Kann ich dich mal einen Moment sprechen? Tut mir leid, ich muss in die Schule. Es geht ganz schnell. Also schön, was gibt's? Ich hatte dich doch mal nach deiner Meinung über ein paar Bands gefragt, weißt du noch? Wenn du Lust hast, würde ich dich gern regelmäßig um deinen Rat fragen. Gewissermaßen als Trendscout. Hättest du Lust dazu? Ja, wenn ich Zeit habe. Gut, ich melde mich dann bei dir. Sag mal, weißt du, wo Rajan ist? Nein, wieso? Ich hätte da noch ein paar Fragen an ihn, was die indische Musikszene angeht. Die haben da ein paar ganz interessante Fusion-Sachen laufen, Bhangra und so. Ach so. Naja, wenn er dann wieder in Indien ist, dann kann er mich ja vielleicht über die dortigen Trends informieren. Das ist auch ein Zukunftsmarkt. Er will doch nach Indien zurück? Warum fragen Sie mich eigentlich nicht selbst? Genau so, wunderbar. Oh, ganz kleinen Moment, ich bin gleich wieder da, ja? Alles klar. Hey, Arno! Ist das dein neuer Sportdress oder was? Hallo, Tim. Willst du in dem Aufzug trainieren? Nein, ich wollte nicht trainieren. Das heißt, eigentlich schon, aber dann doch wieder nicht. Kann vorkommen, oder? Was ist los? Hast du Ärger in der Firma? Nein. Mir gehen nur ein paar Gedanken im Kopf rum, weiter nichts. Ja, so, wenn ich dir einen kleinen Tipp geben darf. Zieh dich um, schwing dich an die Geräte und schalt einfach mal eine halbe Stunde. Meinst du? Danach geht's dir garantiert besser. Also bei mir hilft das immer. Gut. Ja? Ja, zieh mich um. Klasse. Bis dann. Ja, bis dann. Auf dass die ersten 2 Wochen unseres Zusammenlebens nicht die letzten sein werden. Hört. Ja, greif zu. Okay. Also wenn du mich jeden Tag so verwöhnst, dann könnte ich mich vielleicht an unser Zusammenleben gewöhnen. Klar. Ich bin rücksichtsvoll, hilfsbereit, setz mich beim Pinkeln immer hin. Was will man mehr? Wer ist das denn jetzt? Na, vielleicht Post? Oder der Weihnachtsmann? Hi. Markus. Komme ich irgendwie ungelegen? Nein. Gut. Grüß dich, Sophie. Hi. Nicht, dass ich euch wieder bei irgendwas störe. Aber wie ich sehe, esst ihr ja nur. Klar, bedien dich ruhig. Na, du legst dich ja ganz schön ins Zeug. Wenn wir hier einen Generator anschließen, können wir 3 Atomkraftwerke abschalten.
Ich würde es aber nicht übertreiben. In deinem Alter kann man ruhig mal einen Gang runterschreiben. Was hast du gesagt? Jetzt warte mal ab, du. Also, wer zuerst zu Hause ist. Okay. Na komm. Warte. Und Ab jetzt. los. Schneller. Erste. Du bist zu früh gestartet. Außerdem mit meinem Gerät. Stimmt was nicht. Ja, klar. Es ist ungültig. Oh Gott, das schafft ganz schön. Ich glaube, ich mache Schluss für heute. Ich werde nämlich noch gebraucht. Ach so? Eine Verabredung? Mhm. Ist er eigentlich sportlich? Der große Unbekannte? Ja, könnte man so sagen. Warum bringst du ihn denn eigentlich nicht mit? Da muss er gegen mich antreten. Und du bist der Preis. Vorsicht, Arno, übernimm dich nicht. Er hat zwar ungefähr deine Statur, aber er ist halt ein bisschen jünger als du. Ein bisschen jünger, also wenn er so alt ist wie du. Er ist älter als ich. Ja, Ja, 26. 26. Da ist doch nichts dabei. Ich meine, andere Paare, die sind noch weiter auseinander. 10 oder 20 Jahre. Und die sind auch glücklich. Nein, Anna, da ist wirklich nichts dabei. Dass man sich versteht, das ist die Hauptsache. Ich möchte, dass wir in unserem Verhältnis noch mal ganz von vorne anfangen. Würden Sie mir noch eine Chance geben? Um Ihnen zu beweisen, dass es mir wirklich ernst ist, würde ich Ihnen gern anbieten, dass wir uns ab jetzt duzen. Einverstanden? Wir sind ja jetzt praktisch irgendwie eine Familie. Ich heiße Tanja. Ich möchte, dass du weißt, dass ich immer für dich da bin. Ben hätte es sicher so gewollt. Auch hast du mir in letzter Zeit ziemlich deutlich gemacht, dass Geld für dich kein Thema ist. Ich bewundere diese Einstellung. Ich könnte nicht so ohne weiteres darauf verzichten. So, und jetzt erzähl mir ein bisschen von dir. Was hast du vor, wenn du wieder in Indien bist? Ich werde erstmal zurück nach Bombay gehen. Hallo, Tanja. Clarissa. Herr Rai, Tanja, ich muss dich unbedingt sprechen. Es ist sehr wichtig. Herr Rajana, könnten wir unsere Unterhaltung später fortsetzen? Natürlich. Danke. Darf ich? Bitte. Also es ist so, ich habe mich in Arno verliebt und ich glaube, er sich auch in mich. Das habe ich mir schon gedacht. Na, ich meine, das geht doch nicht. Was soll Susanne denken? Ich bin ihre beste Freundin und ich kann doch nicht mit ihrem Vater. Ja, es ist vielleicht nicht die gängigste Konstellation, aber warum denn eigentlich nicht? Warum nicht? Sie wird denken, ich habe mich in ihrer Abwesenheit an ihn rangemacht. Und wenn schon? Er ist doch ein guter Typ. Ja, aber es ging gar nicht von mir aus. Es ist einfach so passiert. Erst mochte er mich gar nicht. Aber dann so nach und nach. Seid ihr euch sympathisch geworden? Ja. Bis es dann zum Kuss kam. Und dann bin ich aus lauter Angst zurück ins Wohnheim gezogen. Und komme nur noch zur Arbeit. Aber damit bist du doch wohl auch nicht glücklich. Nee. So wie es jetzt ist, finde ich es furchtbar. Es ist ein einziger Krampf. Tja, dann liegt es wohl an dir, die Situation zu ändern. Ein Tröpfchen trinkst du aber noch. Nee, wirklich nicht. Ich muss meiner Mutter gleich noch was nach Friedenau rausbringen. Aber wenn du willst, können wir, wenn ich wiederkomme, gerne was unternehmen. Oh ja. Wir könnten zum Beispiel an der längsten Theke der Welt entlang bummeln. Klingt gut. Bis Gero zurück ist, killen wir aber noch den Shampoo. Nein, danke. Ich fahre mit nach Friedenau. Hm? Ja, und was ist mit Markus? Genau, was ist mit Markus? Du kannst mich doch nicht hier alleine lassen. Du wirst es überleben. Außerdem ist das Auto schon voll. Im Kofferraum sind die Stoffmuster und vorne liegen die Kleidersäcke. Okay, bitte. Dann bleibe ich eben hier. In 2 Stunden bin ich ja wieder zurück. Wollen wir uns dann hier treffen oder in der Kneipe? In der Kneipe. Ich muss nämlich sowieso noch einige Sachen einkaufen. Ah ja, gut. Dann mach's mal gut. Hm?
Bis später. Tschüss, bis dann. Ich muss auch gleich los. Jetzt gleich? Ja. Na gut. Soll ich vielleicht mit einkaufen kommen? Nein. Ich glaube, unsere Wege werden sich direkt vor der Haustür trennen. Schade. Aber wir sehen uns ja heute Abend, oder? Ich glaube, das lässt sich nicht vermeiden. Ich kann es kaum erwarten. Liebe Ela, ich glaube, du weißt, was ich für dich empfinde. Deshalb schmerzt es mich umso mehr, wenn ich merke, dass dir meine Gegenwart unangenehm ist. Dass du mir ausweichst, statt mir offen zu sagen, dass du dasselbe nicht für mich empfindest. Ich glaube, ich handle in deinem Sinn, wenn ich vorschlage, dass wir uns eine Zeit lang nicht sehen. Es ist besser so. Tanja, ich verstehe, dass du sauer auf mich bist. Aber ich konnte dir doch unmöglich erzählen, dass ich Friedenau kaufen will. Wieso nicht? Du wärst sofort zu Ben gelaufen. Nein, nein. Hier ging es ums Geschäft. Da musste unsere Freundschaft mal zurückstehen. Tanja, bitte. Ben hätte so und so verkauft. Ich habe dir keinerlei Schaden zugefügt. Und davon mal abgesehen, ich bin doch wunderbar mit dir und Ben zurechtgekommen. Mir ging es nur darum, Christoph rauszuschmeißen. Tanja, komm, lass uns doch diese dumme Geschichte vergessen. Du hast doch sowieso gewonnen. Du sitzt weiterhin im Schloss und ich muss mich mit diesem läppischen Penthouse begnügen. Okay, meinetwegen. Aber nur unter einer Bedingung. Ich möchte endlich zu der Spitze der Gesellschaft gehören. Dass nichts mehr ohne mich läuft. Und du wirst das in die Wege leiten. Nichts leichter als das. Ich denke, wir werden eine Menge Spaß haben. Ich will zu dir.